Lektion 1: Venedig entdecken. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, die magische Stadt Venedig zu besuchen? Ja, es ist eines meiner Traumziele. Die Kanäle sind so faszinierend. Stellen Sie sich vor, Sie gleiten mit einer Gondel durch die Wasserwege, umgeben von atemberaubenden Gebäuden. Das klingt unglaublich. Ich kann die Gondoliere jetzt fast singen hören. Und das Essen. Frische Pasta und Meeresfrüchte direkt an den Kanälen wären fantastisch. Ich kann mir vorstellen, ein schönes Essen zu genießen und dabei den Sonnenuntergang über dem Wasser zu beobachten. Wir sollten auf jeden Fall den Markusplatz besuchen. Die Atmosphäre dort ist elektrisierend. Oh, die Basilika sieht wunderschön aus. Ich würde gerne die komplizierten Mosaike sehen. Danach können wir die engen Gassen und versteckten Geschäfte erkunden. Lektion 2: Armut verstehen. Wir verstehen vielleicht nicht ganz, wie tief die Armut ist, aber wir können denen zuhören, die es tun. Ja, das ist entscheidend. Zuhören hilft uns, uns in ihre Erfahrungen hineinzuversetzen und etwas über sie zu lernen. Unbedingt. Es ist wichtig, ihre Stimmen zu erheben und ihre Kämpfe zu verstehen. Und ich kann unsere Nation dazu verpflichten, diese Probleme durch Bildung und Chancengleichheit anzugehen. Das ist eine starke Verpflichtung. Bildung ist der Schlüssel, um den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Ja, es befähigt Einzelpersonen und Gemeinschaften, Veränderungen herbeizuführen. Ganz gewiss. Den Betroffenen zuzuhören und von ihnen zu lernen, kann unsere Bemühungen effektiv leiten. Unbedingt. Gemeinsam können wir auf eine gerechtere Gesellschaft hinarbeiten. Ja, jede Aktion zählt und wir können im Laufe der Zeit eine erhebliche Wirkung erzielen. Lektion 3: Touristisches Erlebnis. Das Ergebnis war, dass es nicht ungewöhnlich war, dass Touristen, die sich in der Nähe der Wasserfälle drängten, vom Fluss fasziniert waren. Ja, die schiere Kraft und Schönheit von Wasserfällen kann Besucher in Staunen versetzen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Unbedingt. Es ist faszinierend zu erleben, wie die Natur so viele Menschen gleichzeitig in ihren Bann ziehen kann. Ja, und die Geräusche von rauschendem Wasser in Kombination mit atemberaubenden Ausblicken schaffen eine magische Atmosphäre. Genau. Viele Touristen kommen nicht nur, um die Wasserfälle zu sehen, sondern auch, um das Gefühl des Staunens und der Verbundenheit mit der Natur zu spüren. Und es ist interessant, wie diese Erfahrungen Menschen oft dazu ermutigen, über ihr eigenes Leben nachzudenken. Ja, Momente wie diese können zu einer größeren Wertschätzung für die Umwelt und unseren Platz darin führen. Am Ende erinnert die Schönheit von Naturwundern wie Wasserfällen daran, wie wichtig der Naturschutz ist. Definitiv. Der Schutz dieser Schätze stellt sicher, dass zukünftige Generationen dieselben beeindruckenden Erlebnisse genießen können. Lektion 4: Einstellungen für die Bildschirmgröße. Dies hängt von Ihren Bedürfnissen bei der Auswahl einer Bildschirmgröße ab. Ich finde, 15 Zoll sind eine gute Größe für Portabilität und Benutzerfreundlichkeit. Das ist eine solide Wahl. Es ist groß genug für die meisten Aufgaben und bleibt dennoch tragbar. Genau. Ich schätze es, genug Platz auf dem Bildschirm für Multitasking zu haben. Ja, es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Größe und Komfort zu finden. Ganz gewiss. Lassen Sie uns unsere Präferenzen weiter besprechen, um anderen zu helfen. Tolle Idee. Der Austausch von Erkenntnissen kann Menschen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ja,
Wir helfen anderen dabei, die richtige Technologie für ihre Bedürfnisse zu finden. Unbedingt. Gemeinsam können wir Technologieentscheidungen einfacher machen. Lektion 5. Einkaufen. Hey, wie läuft dein Tag bis jetzt? Es war ziemlich voll, aber überschaubar. Was ist mit dir? Das Gleiche hier. Übrigens, vergiss nicht, auch etwas Milch und Brot mitzunehmen. Definitiv. Wir können auch überprüfen, ob es gute Angebote für Snacks gibt. Das klingt nach einem Plan. Ich liebe es, Rabatte zu finden. Ja, es ist immer schön, beim Einkaufen etwas Geld zu sparen. Genau. Außerdem erkunde ich gerne verschiedene Gänge, um neue Gegenstände zu entdecken. Ich auch. Es ist jedes Mal wie ein kleines Abenteuer, wenn wir einkaufen gehen. Halten wir uns dieses Mal an unsere Liste? Lektion 6. Tipps zum Transport. Wenn Sie planen, zum Flughafen zu kommen, wie denken Sie über Reisen? Ich werde wahrscheinlich ein Taxi oder vielleicht eine Riedeshaare-App nehmen. Das ist eine gute Idee. Taxis können praktisch sein, aber manchmal teuer. Definitiv. Ich habe festgestellt, dass Mitfahrgelegenheiten günstiger sein können. Ja, und über diese Apps ist es normalerweise schnell, ein Auto zu bekommen. Genau. Außerdem können Sie Ihren Fahrer in Echtzeit verfolgen. Das ist ein nettes Feature. Es gibt Ihnen Ruhe beim Warten. Unbedingt. Lassen Sie uns die geschätzten Tarife überprüfen, bevor wir uns entscheiden. Toller Plan. Ich möchte sicherstellen, dass wir die beste Wahl treffen. Lektion 7. Zahlungsanfrage. Wenn Sie mehr Fotos benötigen, fragen Sie einfach. Ich stelle sie gerne zur Verfügung. Das ist ein guter Rat. Ich möchte vielleicht mehr Details sehen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Unbedingt. Wie funktioniert der Bezahlvorgang dafür? Es ist ziemlich einfach. Sie können online oder persönlich bezahlen, je nachdem, was Sie bevorzugen. Das klingt einfach. Ich mag es, Optionen zu haben, wenn es um die Bezahlung geht. Ja, das macht alles bequemer, besonders wenn Sie beschäftigt sind. Ganz gewiss. Ich lasse dich wissen, wenn ich weitere Bilder oder Details benötige. Großartig. Ich bin hier, um dir bei allem zu helfen, was du brauchst. Danke. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung bei diesem Prozess. Lektion 8. Teamdialog. Der Dialog innerhalb des Teams ist für unseren Erfolg unerlässlich. Unbedingt. Jeder sollte sich ermutigt fühlen, seine Ideen und Bedenken zu äußern. Ja. Offene Kommunikation fördert Zusammenarbeit und Innovation. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem alle Stimmen gehört werden. Genau. Wenn sich Teammitglieder geschätzt fühlen, steigert das die Moral und Produktivität. Definitiv. Es führt zu effektiverer Problemlösung und Kreativität. Ganz gewiss. Machen wir es uns zur Priorität, diese Gespräche regelmäßig zu ermöglichen. Das ist eine tolle Idee. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich unsere Teamarbeit verbessert. Ich auch. Gemeinsam können wir durch Zusammenarbeit erstaunliche Ergebnisse erzielen. Lektion 9. Sportverträge.
In letzter Zeit gab es bedeutende Verträge mit Fernsehsendern. Interessant. Welches Netzwerk war am Sponsoring der rivalisierenden American Football League beteiligt? Der ABC-Fernsehsender war ein wichtiger Akteur bei dieser Initiative. Das ist faszinierend. Das muss zu der Zeit ein ziemlich wettbewerbsintensives Umfeld gewesen sein. Ja, die Rivalität sorgte für zusätzliche Aufregung bei den Fans und erhöhte die Zuschauerzahl. Unbedingt. Es ist interessant zu sehen, wie sich solche Maßnahmen auf die Sportbranche auswirken. Genau. Sponsoring kann die Dynamik von Sportligen völlig verändern. Ich stimme zu. Es geht darum, das Publikum einzubeziehen und spannende Erlebnisse zu schaffen. Definitiv. Lassen Sie uns im Auge behalten, wie sich diese Entwicklungen in Zukunft entwickeln. Lektion 10. Forschungsentwicklung. In dieser Revolution ist die Forschung zu einem zentralen Bestandteil unseres Fortschritts geworden. Das ist mir auch aufgefallen. Es scheint jetzt formalisierter zu sein. Ja, und es ist im Laufe der Zeit auch komplexer und kostspieliger geworden. Das ist wahr. Die Finanzierung der Forschung hat erheblich zugenommen. Ja, aber es bringt auch Herausforderungen bei der Verwaltung dieser Ressourcen mit sich. Das kann ich mir vorstellen. Es muss schwierig sein, Innovation mit Budgetbeschränkungen in Einklang zu bringen. Unbedingt. In der Forschung steht heute mehr auf dem Spiel als je zuvor. Es ist jedoch faszinierend, wie viel wir mit dem richtigen Fokus erreichen können. Definitiv. Die Zukunft der Forschung sieht vielversprechend aus. Lektion 11. Wunder der Alpen. Schau dir diese schneebedeckten Gipfel an. Sie sind atemberaubend. Das sind sie wirklich. Die glitzernden Gletscher sind atemberaubend. Und diese Eisfelder scheinen sich endlos auszudehnen. Ich liebe es, wie die alpinen Wiesen mit der blauen Kälte der Gletscher kontrastieren. Die Natur weiß wirklich, wie man wunderschöne Landschaften schafft. Es ist erstaunlich, wie unberührt einige dieser Gebiete noch sind. Ich würde gerne dort hochwandern und die Gegend erkunden. Das klingt nach einem Abenteuer, das darauf wartet, passieren zu können. Definitiv. Lass uns bald eine Reise planen. Lektion 12. Vorstellungsgespräche. Hast du schon mal ein Vorstellungsgespräch hinter dir? Ja, ich hatte ein paar, und sie können ziemlich nervenaufreibend sein. Ich stimme zu. Der Druck, einen guten Eindruck zu hinterlassen, ist groß. Genau. Die Vorbereitung auf Fragen kann manchmal überwältigend sein. Welche Strategien verwenden Sie, um Ihre Nerven zu beruhigen? Ich übe häufig gestellte Fragen und konzentriere mich auf meine Stärken. Das ist klug. Selbstvertrauen macht bei Interviews wirklich einen Unterschied. Das tut es. Und gut vorbereitet zu sein hilft auch sehr. Lassen Sie uns Tipps teilen, damit wir uns gegenseitig besser vorbereiten können. Lektion 13. Geometrie in der Praxis. Wenn eine Seite 20 mm groß ist, ist das die Hälfte der Basishöhe. Das ist eine interessante Beobachtung. In welcher Beziehung steht das zu unserem Projekt? Wir könnten die Proportionen berücksichtigen, um die Genauigkeit unseres Designs sicherzustellen. Das macht Sinn. Das Verständnis der Dimensionen ist entscheidend. Genau. Es kann die Gesamtstabilität unserer Struktur beeinträchtigen. Ich mache mir Notizen dazu. Es ist toll, klare Maße zu haben.
Lassen Sie uns an einem Diagramm arbeiten, um unsere Ideen besser zu visualisieren. Gute Idee. Visuelle Hilfsmittel können wirklich helfen, Konzepte zu verdeutlichen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lektion 14. Die Rechte der Maori. Heute haben die Maori die Gleichberechtigung erlangt, was ein bedeutender Fortschritt ist. Das ist es wirklich, aber es gibt immer noch einige Meinungsverschiedenheiten in der Community. Ja, es kann schwierig sein, sich in diesen Diskussionen zurechtzufinden. Ich bewundere Ihre Widerstandsfähigkeit, sich für Ihre Rechte einzusetzen. Unbedingt. Es ist wichtig, weiterhin auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Ich stimme zu. Bildung spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung des Verständnisses. Definitiv. Ein offener Dialog kann helfen, Wahrnehmungslücken zu überbrücken. Stellen wir sicher, dass wir über Ihre Probleme auf dem Laufenden bleiben. Tolle Idee. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Lektion 15. Frühstückspräferenzen. Ich verstehe, dass jeder seine eigenen Vorlieben hat. Wie wär's mit Frühstück? Das ist wahr. Manche Menschen lieben eine herzhafte Mahlzeit, während andere etwas Leichtes bevorzugen. Genau. Normalerweise mag ich Eier und Toast, aber ich kenne viele, die Haferflocken bevorzugen. Haferflocken sind eine gute Wahl. Es ist gesund und hält dich länger satt. Richtig. Und manche Leute fügen sogar Früchte oder Nüsse hinzu, um es interessanter zu machen. Mir gefällt die Idee. Was ist mit Pfannkuchen? Sie sind immer ein Publikumsliebling. Pfannkuchen sind köstlich. Ich mag sie mit frischen Beeren und Ahornsirup. Das klingt perfekt. Es ist schön, morgens Abwechslung zu haben. Definitiv. Ein gutes Frühstück gibt den Ton für den Rest des Tages an. Lektion 16. Stolz auf das Teilen. Ich höre von Ihnen, dass Sie sehr stolz auf das sind, was Sie mit Ihnen geteilt haben. Ja, es ist unglaublich, wie viel Mühe Sie in Ihre Traditionen stecken. Das ist wunderschön. Der Austausch kultureller Erfahrungen bereichert alle Beteiligten. Unbedingt. Es schafft ein tieferes Verständnis und eine tiefere Wertschätzung. Ich liebe es, etwas über verschiedene Bräuche zu lernen. Das macht Reisen so viel bedeutsamer. Ich stimme zu. Jede erzählte Geschichte gibt einen Einblick in ihr Leben und ihre Werte. Es ist erstaunlich, wie diese Verbindungen Lücken zwischen Menschen überbrücken können. Ja, und es fördert das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Lassen Sie uns gemeinsam weiter neue Kulturen erkunden. Es ist eine so lohnende Erfahrung. Lektion 17. Keime vermeiden. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert oder nicht, aber ich möchte nicht die kalten Keime von irgendjemandem einatmen. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Gesund zu bleiben ist wirklich wichtig, besonders während der Grippesaison. Genau. Ich habe angefangen, öfter Händedesinfektionsmittel zu verwenden. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie Ihre Hände sauber halten, kann dies wirklich dazu beitragen, Krankheiten vorzubeugen. Ich versuche auch, überfüllte Orte zu meiden, wenn ich anders kann. Kluger Schachzug. Frische Luft ist immer besser, wenn man vorsichtig ist. Hast du noch weitere Tipps, um gesund zu bleiben? Gut zu essen und ausreichend zu schlafen sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Das behalte ich im Hinterkopf. Ein bisschen Prävention reicht schon aus. Lektion 18. Wegbeschreibungen einfach gemacht.
Aber welche Seite sollte ich nehmen, links oder rechts? Das klingt sehr kompliziert, ist es aber wirklich nicht. Ich schätze dein Vertrauen. Ich werde oft mit Anweisungen verwirrt. Keine Sorge. Denken Sie daran, nach Orientierungspunkten Ausschau zu halten, die Sie leiten. Das ist ein toller Tipp. Wahrzeichen machen es einfacher, sich daran zu erinnern. Genau. Und wenn Sie eine Abzweigung verpassen, gehen Sie einfach ruhig Ihren Schritten nach. Ich werde versuchen, das beim nächsten Mal im Hinterkopf zu behalten. Du wirst den Dreh raus haben. Übung macht den Meister beim Navigieren. Ich fühle mich schon sicherer. Danke für deine Hilfe. Lektion 19. Familienspaziergänge. Ich gehe gerne mit meinen Großeltern spazieren, damit sie meine Schule sehen können. Das klingt wunderbar. Es ist großartig für Sie, Teil Ihres täglichen Lebens zu sein. Ja, und sie lieben es, unterwegs meine Freunde zu treffen. Das kann ich mir vorstellen. Es muss Ihnen Spaß machen, Geschichten über deinen Tag zu hören. Genau. Sie lernen gerne, was ich mache und mit wem ich zusammen bin. Es ist schön, diese Erinnerungen zusammen zu kreieren. Unbedingt. Es bringt uns alle als Familie näher. Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes. Wie oft gehst du spazieren? Wir versuchen mindestens einmal pro Woche hinzugehen, sofern das Wetter es zulässt. Lektion 20. Aktive Teilnahme. Ja, bitte achten Sie darauf, vor dem Betreten die richtige Badekleidung zu tragen und zu duschen. Das ist fantastisch. Das ist wichtig für die Gesundheit, besonders in der heutigen Welt. Definitiv. Außerdem hilft es, die Gesundheitskosten erheblich zu senken. Das ist eine Win-Win-Situation. Gesündere Menschen bedeuten geringere Ausgaben. Genau. Es fördert einen aktiveren Lebensstil für alle Beteiligten. Ich liebe diese Idee. Es fördert auch das Gemeinschaftsgefühl. Ja, und es inspiriert andere, mitzumachen und etwas zu bewegen. Es ist großartig zu sehen, wie solche Initiativen Wirkung zeigen. Unbedingt. Je mehr Menschen teilnehmen, desto besser für alle. Lektion 21. Küstenstädte. Das klingt perfekt. Kennen Sie irgendwelche Küstenstädte in der Nähe? Ja, es gibt ein paar bezaubernde, nur eine kurze Autofahrt entfernt. Ich würde gerne mal vorbeischauen. Was sind einige Ihrer Namen? Es gibt eine schöne Stadt namens Siside, die für ihre schönen Strände berühmt ist. Das klingt unglaublich. Ich kann mir schon vorstellen, am Meer zu entspannen. Es ist wirklich malerisch, mit süßen Geschäften und großartigen Meeresfrüchten. Ich bin auf jeden Fall interessiert. Was ist mit den anderen Städten? Ein weiterer ist Harbour View, bekannt für seine atemberaubenden Sonnenuntergänge. Wow, das würde ich gerne sehen. Lass uns bald eine Reise planen. Lektion 22. Die Leistung der Wettbewerber. Wie schneiden unsere Wettbewerber auf dem Markt ab? Sie haben tatsächlich Schwierigkeiten, mit unseren Innovationen Schritt zu halten. Das ist gut zu hören. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Unbedingt. Unsere Strategien scheinen sich auszuzahlen. Ich frage mich, vor welchen Herausforderungen Sie stehen.
Sie haben möglicherweise Probleme mit der Anpassung an neue Technologien. Das könnte erklären, warum Sie ins Hintertreffen geraten. Ja, um die Nase vorn zu haben, muss man sich ständig weiterentwickeln. Gehen wir weiter an unsere Grenzen und bleiben wir wettbewerbsfähig. Lektion 23. Empfehlungen. Irgendwelche Empfehlungen, was es zu sehen und zu tun gibt, während wir dort sind? Besuchen Sie unbedingt den Central Park. Er ist ein Muss. Ich habe so viel darüber gehört. Was sollen wir dort machen? Sie können einen schönen Spaziergang machen, ein Picknick machen oder sogar ein Fahrrad mieten. Das klingt perfekt. Ich liebe es, draußen zu sein. Es gibt auch wunderschöne Skulpturen und Gärten zu erkunden. Ich kann es kaum erwarten, all die Natur in der Stadt zu erleben. Du wirst es lieben. Es ist eine großartige Flucht vor dem städtischen Trubel. Lass uns eine Liste von allem machen, was wir tun wollen. Lektion 24. Geisterhafte Begegnungen. Es muss ein Geist sein. Ich schaute unter meiner Decke hervor. Wirklich? Hast du etwas Ungewöhnliches gesehen? Ich wartete darauf, dass der Geist auftauchte, mein Herz rast. Das klingt so gruselig. Was ist als nächstes passiert? Ich habe seltsame Geräusche gehört, aber ich konnte mich nicht dazu durchringen, hinzuschauen. Ich hätte Angst gehabt. Wie hast du es geschafft? Ich schloss einfach meine Augen und versuchte mich zu beruhigen. Das ist mutig. Ich wäre wahrscheinlich aus dem Zimmer gerannt. Es war definitiv ein unvergesslicher Abend. Lektion 25. Social-Media-Taktiken. Großartig. Was ist deine Lieblingstaktik, um Menschen zu erreichen? Ich nutze gerne soziale Medien. Es ist ein so mächtiges Tool. Unbedingt. Es ermöglicht Ihnen, schnell mit einem breiten Publikum in Kontakt zu treten. Genau. Ich finde es hilfreich, um Updates zu teilen und mit Followern in Kontakt zu treten. Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Plattformen? Ich benutze hauptsächlich Instagram und Twitter. Sie funktionieren gut für meine Ziele. Das sind großartige Entscheidungen. Visuelle Inhalte erregen wirklich Aufmerksamkeit. Ja, und es ist einfach, Geschichten zu teilen, die bei den Menschen Anklang finden. Lassen Sie uns ein paar neue Ideen für unsere Social-Media-Strategie entwickeln. Lektion 26. Nervöse Momente. Ich werde vor einer großen Präsentation immer so nervös. Ich auch. Es ist, als würde mein Verstand in den schlimmsten Zeiten leer werden. Genau. Ich fange an, mir Sorgen zu machen, dass alles schief geht. Es ist schwer, wenn du dich nicht erinnern kannst, was du sagen wolltest. Ich versuche zu üben, aber der Druck macht es noch schlimmer. Ich denke, wir sollten Tipps geben, wie wir mit dieser Angst umgehen können. Das klingt nach einer großartigen Idee. Was machst du normalerweise? Ich atme tief durch und erinnere mich daran, ruhig zu bleiben. Das hilft sehr. Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal versuchen. Lektion 27. Spaß am Strand. Oh, schau, am Strand sind so viele Muscheln verstreut. Ich liebe es, Muscheln zu sammeln. Sie erinnern mich an Sommertage. Und wir sollten uns auf jeden Fall auch einen Wasserball zum Spielen besorgen. Das ist eine fantastische Idee. Es wird unseren Tag noch lustiger machen.
Außerdem können wir beim Spielen eine kleine Konkurrenz haben. Ich bin bereit für die Herausforderung. Mal sehen, wer die meisten Tore schießen kann. Ich wette, ich kann dich übertreffen. Das werden wir sehen. Lass uns zuerst den Wasserball finden. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir zusammen so viel Spaß haben. Lektion 28. Karrieren und Interessen. Es ist interessant, über verschiedene Berufe nachzudenken, wie Ärzte und Polizisten. Ja, sie spielen eine so wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Mein Vater hat mir immer erzählt, wie hart sie arbeiten. Meiner schaut nicht einmal Fernsehen. Er glaubt daran, produktiv zu sein. Das ist eine starke Denkweise. Was macht er stattdessen? Er verbringt Zeit damit, sich freiwillig zu engagieren und anderen in der Gemeinde zu helfen. Das ist bewundernswert. Es ist toll zu sehen, wie Menschen etwas bewegen. Unbedingt. Vielleicht sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir dazu beitragen können. Mir gefällt die Idee. Lassen Sie uns ein paar Möglichkeiten finden, wie wir helfen können. Lektion 29. Zusammen einkaufen. Willst du mit mir einkaufen gehen? Sicher. Ich könnte auch neue Klamotten gebrauchen. Das ist genial. Es wird Spaß machen, zusammen zu stöbern. Unbedingt. Ich liebe es, mir verschiedene Stile und Trends anzusehen. Ja, außerdem können wir uns gegenseitig helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau. Eine zweite Meinung einzuholen kann sehr hilfreich sein. Ganz gewiss. Lass uns eine Liste von dem machen, wonach wir suchen. Tolle Idee. So bleiben wir beim Einkaufen konzentriert. Ja, ich kann unser Einkaufsabenteuer kaum erwarten. Lektion 30. Lebensmittel einkaufen. Hey, wie läuft dein Tag bis jetzt? Es war ziemlich voll, aber überschaubar. Was ist mit dir? Das gleiche hier. Übrigens vergiss nicht, auch etwas Milch und Brot mitzunehmen. Definitiv. Wir können auch überprüfen, ob es gute Angebote für Snacks gibt. Das klingt nach einem Plan. Ich liebe es, Rabatte zu finden. Ja, es ist immer schön, beim Einkaufen etwas Geld zu sparen. Genau. Außerdem erkunde ich gerne verschiedene Gänge, um neue Gegenstände zu entdecken. Ich auch. Es ist jedes Mal wie ein kleines Abenteuer, wenn wir einkaufen gehen. Halten wir uns dieses Mal an unsere Liste? Lektion 31. Tipps zum Transport. Wenn Sie planen, zum Flughafen zu kommen, wie denken Sie über Reisen? Ich werde wahrscheinlich ein Taxi oder vielleicht eine Riedeshaare-App nehmen. Das ist eine gute Idee. Taxis können praktisch sein, aber manchmal teuer. Definitiv. Ich habe festgestellt, dass Mitfahrgelegenheiten günstiger sein können. Ja, und über diese Apps ist es normalerweise schnell, ein Auto zu bekommen. Genau. Außerdem können Sie Ihren Fahrer in Echtzeit verfolgen. Das ist ein nettes Feature. Es gibt Ihnen Ruhe beim Warten. Unbedingt. Lassen Sie uns die geschätzten Tarife überprüfen, bevor wir uns entscheiden. Toller Plan. Ich möchte sicherstellen, dass wir die beste Wahl treffen. Lektion 32. Zimmerpräferenzen. Es ist nur ich, also wird nur ein Gast benötigt.
Ich verstehe. Welche Art von Zimmer würdest du bevorzugen? Ich hätte gerne ein gemütliches Einzelzimmer mit schöner Aussicht, wenn möglich. Das klingt herrlich. Eine Aussicht kann Ihren Aufenthalt wirklich verbessern. Ja, dadurch fühlt sich das Erlebnis noch besonderer an. Unbedingt. Ich werde sicherstellen, dass ich das für dich anfordere. Danke. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei den Arrangements. Keine Sorge. Ich möchte sicherstellen, dass Sie eine tolle Zeit haben. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde, vor allem mit Ihrer Hilfe. Lektion 33. Treffen am Morgen. Guten Morgen. Gut, dass du es angesprochen hast. Ja, ich habe sie gründlich geprüft und bin bereit, unsere Ergebnisse zu besprechen. Das ist toll zu hören. Was ist dir in deiner Bewertung am meisten aufgefallen? Mir sind einige wichtige Verbesserungsbereiche aufgefallen, die wir angehen sollten. Hervorragend. Die Identifizierung dieser Bereiche wird uns helfen, unsere Leistung zu verbessern. Genau. Ich glaube, dass die Konzentration auf diese Punkte zu besseren Ergebnissen führen wird. Ich stimme zu. Lassen Sie uns einen Plan skizzieren, um diese Probleme gemeinsam anzugehen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Ich auch. Zusammen können wir bedeutende Änderungen vornehmen. Lektion 34. Wertschätzung. Ich freue mich über Ihre Hilfe bei diesem Projekt. Es war mir eine Freude. Ich bin immer hier, um das Team zu unterstützen. Das bedeutet viel. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Danke. Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn sich etwas ergibt. Großartig. Es ist wichtig, dass wir während dieses Prozesses in Verbindung bleiben. Ich stimme zu. Die Kommunikation offen zu halten, wird uns zum Erfolg verhelfen. Genau. Ich freue mich, dass wir zusammen daran arbeiten. Ich auch. Ich freue mich darauf, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt. Ja, zusammen werden wir unsere Ziele erreichen. Lektion 35. Persönliche Berührung. Das ist eine nette Idee. Das Hinzufügen persönlicher Elemente wird Ihr Wohnzimmer wirklich verschönern. Unbedingt. Es bringt Wärme und Charakter in den Raum. Ich denke, es trägt auch dazu bei, eine einladende Atmosphäre für die Gäste zu schaffen. Ja, und es spiegelt ihre Persönlichkeit wider und sorgt dafür, dass sie sich wie zu Hause fühlen. Welche Art von persönlichen Details ziehen Sie in Betracht? Ich denke darüber nach, ein paar Familienfotos und handgemachte Dekorationen hinzuzufügen. Das sind großartige Entscheidungen. Sie können wunderbar Gespräche auslösen. Genau. Ich möchte, dass mein Wohnzimmer ein Ort ist, an dem Erinnerungen gefeiert werden. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie alles zusammenkommt. Lektion 36. Den Raum pflegen. Die Möbel müssen regelmäßig poliert werden, damit sie immer wie neu aussehen. Ich stimme zu. Ein wenig Pflege trägt wesentlich dazu bei, seine Schönheit zu bewahren. Das Badezimmer muss sauber gehalten werden, das macht wirklich einen Unterschied. Definitiv. Ein sauberes Badezimmer ist für ein angenehmes Erlebnis unerlässlich. Ich denke, ein Reinigungsplan kann helfen, alles in Ordnung zu halten. Das ist eine kluge Idee. Es stellt sicher,
dass kein Bereich vernachlässigt wird. Außerdem schafft es eine einladendere Umgebung für alle. Genau. Ein aufgeräumter Raum kann die Stimmung und Energie des Hauses heben. Lassen Sie uns Tipps geben, wie Sie die Reinigung vereinfachen können.